Die Nächte im Holzhackerhaus hatten kein Ende. Wenn das letzte Licht erlosch und die Decke schwarz wurde und das Brot vom Abend nicht gereicht hatte, dann begann die Zeit zu dehnen. Der Magen kannte keine Dunkelheit. Er zählte die Stunden auf seine eigene Art. Ein Ziehen, ein leises Grummeln, ein Zusammenziehen, das nach nichts fragte und keine Antwort brauchte. Gretel lag still. Hänsel schlief neben ihr oder tat so. Seine Schultern bewegten sich zu regelmäßig, zu bedacht. Sie wusste, wann er wirklich schlief, dann lag er quer und seine Hände öffneten sich, als hätten sie aufgehört, auf etwas zu warten. Jetzt lagen die Hände geschlossen, fest. Durch die Wand sprach die Stiefmutter. Ihre Stimme hatte keinen Unterton. Das war das Schlimmste. Keine Wut, keine Kälte. Nur die nüchterne Genauigkeit einer Frau, die lange genug gezählt hatte, um aufgehört zu haben, dabei etwas zu empfinden. Alles ist wieder aufgezehrt. Hernach hat das Lied ein Ende. Ein halber Leib, das bleibt. Ich kann nicht für 4 rechnen, wenn 4 nicht leben können von dem, was noch da ist. Stille von der anderen Seite. Dann der Vater, zu leise für Wörter. Nur der Ton. Tief und zögernd. Der Ton eines Mannes, der fragt, ohne zu glauben, dass die Frage irgendetwas ändert. Die Stiefmutter ließ keine Lücke. Wenn du nichts tust, kannst du nur die Bretter für die Särge hobeln. Alle 4. Dann, etwas leiser, ich habe ein Kind verloren. An genau dieser Art Rechnung. Dieser Satz hatte keine Anklage. Er war einfach wahr. Eine Tatsache, hingestellt wie ein Messer auf dem Tisch. Ein Kind. Kein Name. Das Erschrecklichste daran war nicht, was er sagte, sondern wie er klang. Wie ein Wissen, das bleibt, egal wie viele Winter vergehen. Gretels Mutter war bei ihrer Geburt gestorben. Sie dachte nicht daran. Sie dachte nicht daran, dass der Vater in der anderen Stube damals auch so geschwiegen hatte, mit weniger Stimme, weniger Kraft, und dass er auch damals nichts hatte tun können, was zählte. Der Vater antwortete, »Lange nichts, dann, aber die armen Kinder dauern mich doch.« Er sagte es leise, mit einer Stimme, die kein Widerstand mehr war. Die armen Kinder, als wären sie andere. Als hätte er die ganze Nacht damit verbracht, sie aus der Gleichung zu schieben, und nun war er fertig damit, und was übrig blieb, war dieser eine Satz, der nichts enthielt, außer dem Eingeständnis, das er schon verloren hatte. Die Kerze in der anderen Stube erlosch. Gretel drehte sich zur Wand. Hänsel atmete neben ihr, immer noch zu regelmäßig, immer noch wach. Sie sagten nichts. Es gab nichts zu sagen, das nicht bereits gesagt worden war, ohne dass einer von ihnen den Mund aufgemacht hatte. Ihre Hände schlossen sich unter der Decke zu Fäusten, öffneten sich, schlossen sich wieder. Die Kälte vor der Morgendämmerung kroch durch das Holz. Irgendwann hörte sie auf zu zählen, und auch das war eine Art, die Zeit zu überstehen. Hänsel stand auf, als wüsste er die ganze Zeit, dass er heute Nacht aufstehen würde. Nicht wie jemand, der im Schlaf aufschreckt, kein Tasten, kein Blinzeln. Er zog die Decke von sich, setzte die Füße auf den Boden und das alles mit der Sorgfalt von jemandem, der jeden Laut im Haus kennt. Das Bett, wenn es knarzt, die 3. Bodendiele, den Riegel an der Tür. Gretel lag da und rührte sich nicht. Die Tür öffnete sich ohne Geräusch. Hänsel verschwand im Mondlicht. Sie wartete 3 Atemzüge, dann stand sie auf und stellte sich in den Türrahmen. Die Luft draußen war kalt und still und irgendwie größer als tagsüber. Der Mond stand hoch und in seinem Licht war der Hof ein anderer Ort. Das Gras silbern, die Schatten tief und gerade, die Welt auf das Wesentliche reduziert. Hänsel kniete am Rand des Hofes, gebückt, die Hände auf dem Boden. Er hob Steine auf, einen nach dem anderen, und seine Bewegungen waren ruhig und methodisch.
die Bewegungen eines Jungen, der schon weiß, was er tut, bevor er erklärt. Die Steine glänzten, weiß und rund, und jeder, den er aufhob, verschwand in seiner Tasche. Nur seine Hände, im Mondlicht zitterten sie, nicht stark, nicht so, dass man Fragen hätte stellen müssen. Ein feines, kaum sichtbares Zittern, das beim Greifen kurz aufhörte und beim Loslassen zurückkam. Der Körper eines Jungen, der mutig ist und Angst hat und beides gleichzeitig trägt, weil er noch nicht gelernt hat, dass beides nicht gleichzeitig geht. Gretel ließ das Sehen in sich einsinken, ohne es zu benennen. Hänsel arbeitete, bis seine Taschen so schwer waren, dass er beim Aufstehen die Hände auf die Knie stützen musste. Dann kam er zurück. Beim Eintreten streifte sein Ärmel ihren Arm. Er hielt inne. »Sei getrost, Gretel, ich weiß schon, was zu tun ist.« Seine Stimme war ruhig. Das schon klang wie ein Versprechen an sich selbst. Eines von denen, die man laut ausspricht, weil man sie nicht ganz glaubt. Sie nickte. Er legte sich hin und schloss die Augen. Und diesmal, nach einer Weile, öffneten sich seine Hände wirklich. Er schlief. Gretel lag wach. Der Mondstreifen an der Decke wanderte, langsam und ohne Eile, und die Steine in Hänsels Taschen glänzten, auch im Dunkeln, wenn man wusste, dass sie da waren. Sie wusste es. Ihre Hände unter der Decke schlossen sich einmal zu Fäusten und öffneten sich dann wieder, ganz langsam, wie ein Atemzug. Der Morgen kam mit der Stiefmutter. Ihr Schritt im Haus war zu hören, bevor das Licht durch die Läden fiel. Tür, Topf, Wasser. Die Geräusche eines Haushalts, dem die Entscheidungen der Nacht nichts angingen, weil der Morgen seine eigene Logik hatte. »Auf, ihr Kinder! Wir gehen in den Wald!« Der Vater stand in der Ecke. Sein Gesicht war das Gesicht eines Mannes, der schlecht geschlafen hat, und das zeigt, obwohl er es nicht zeigen will. Er schnitt Brot, 2 dünne Scheiben für jedes Kind, und als er sich zu Hänsel beugte, kniete er kurz hin und nahm dessen Schuh. Der Schnürsenkelknoten war schon fest. Er knotete ihn neu. Hänsel schaute ihn an. Der Vater schaute auf den Schuh. Dann richtete er sich auf und sagte nichts und wandte sich ab, und Gretel sah den Knoten, der gehalten hätte, neu gebunden, und sagte auch nichts. Sie gingen. Der Wald begann dort, wo der Hof aufhörte. Und er begann sofort. Keine Grenze, keine Warnung. Einfach Bäume, dicht und alt, das Licht zwischen den Stämmen dünn und anders von allem Licht davor. Die Stiefmutter voran, der Vater links davon, die Kinder dahinter. Hänsel griff in seine Tasche. Er tat so, als würde er zurückschauen. Mein weißes Kätzchen sitzt auf dem Dach und will mir Valett geben. Die Stiefmutter drehte sich nicht um. »Du Narr, das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint. Geh weiter.« Ein Stein fiel auf den Weg. Weiß, rund, klein wie ein Versprechen. Alle paar Schritte. Hänsel, der zurückschaut und nie zurückschaut. Gretel beobachtete den Rücken ihres Vaters. Sie wartete, dass er sich umschauen würde. Die Art warten, wie man auf einen Schlag wartet, den man kommen hört. Jeder Schritt ein gehaltener Atem. Er schaute sich nicht um. Tiefer in den Wald. Dichter. Die Bäume schlossen sich über ihnen und das Licht wurde zu dem, was von Licht übrig bleibt, wenn zu viel Grün es filtert. Die Stiefmutter baute ein Feuer, ordentlich und schnell, mit den Händen einer Frau, die weiß, wie man Feuer macht. »Wartet hier, wir kommen euch abholen, wenn das Holz gemacht ist.« Das Feuer brannte, warm und nah in der Kälte des Waldes, das Holz knackend und gleichgültig. Die Kinder saßen davor. Einen Moment lang stand der Vater noch, die Hände an den Seiten, das Feuer, das seinen Schatten auf die Bäume warf. Dann gingen die Eltern. Die Stille danach war nicht leer. Der Wald atmete. Knacken von Ästen, Rascheln im Unterholz,
Vogelrufe aus einer Richtung, dann einer anderen. Das Feuer kaute an den Scheiten und warf Funken, die im Dunkeln erloschen. Die Kinder saßen und das Brot war wenig, und irgendwann zogen die Augen zu. Sie schliefen ein. Ein Geräusch. Hänsel hob den Kopf. Regelmäßig, rhythmisch, ein Schlagen. »Hörst du, wie das Holz hackt? Vater ist noch in der Nähe.« Er legte sich wieder hin. Es war ein Ast. Nur ein Ast, den der Wind gegen einen Stamm bewegte. Immer und immer wieder. Das Geräusch so regelmäßig, dass man es fast glauben wollte. Gretel wusste es, schlief trotzdem ein, weil der Körper irgendwann aufhört zu fragen. Als sie die Augen aufschlug, war es Nacht. Das Feuer Asche. Grau und flach und fast kalt, nur die tiefsten Stellen, noch schwach rot glimmend. Gretel streckte die Hand darüber aus. Wärme, kaum. Ein letzter Rest von dem, was das Feuer gewesen war. Noch da, aber nicht mehr lange. Niemand hatte sie abgeholt. Hänsel saß neben ihr, aufrecht, die Knie zum Körper gezogen. Er sagte nichts. Sie sagten beide nichts. Dann stand er auf und wartete, bis der Mond hoch genug stand. Und dann die Steine. Weiß und rund auf dem Waldboden, in der Dunkelheit wie kleine Sterne, die sich an den Weg erinnerten. »Ich hab sie die ganze Zeit hingeworfen. Komm.« Sie liefen den ganzen Mond lang. Die Steine lagen da, genau dort, wo Hänsel sie gelassen hatte, und glänzten mit einer Sicherheit, die etwas in Gretel zum Schweigen brachte. Nicht Erleichterung, noch nicht, aber das, was kommt, bevor die Erleichterung sicher genug ist, um sich zu zeigen. Stein für Stein, Stein für Stein. Als der Morgen grau wurde, kamen sie ans Haus. Hänsel klopfte. Die Tür öffnete sich, die Stiefmutter dahinter, kein Schlaf mehr in ihrem Gesicht, die Augen wach und gleich wieder woanders. »Ihr bösen Kinder, warum habt ihr so lange im Walde geschlafen? Wir dachten schon, ihr wolltet gar nicht mehr nach Hause kommen.« Sie ließ die Augen einen Moment auf ihnen ruhen. Den Schmutz, die Erschöpfung, den Hohlrücken von 3 Tagen ohne Essen. Dann kam nicht Sorge, nicht Erleichterung, sondern eine Schlussfolgerung. Sie hatten es überlebt. Das war die Rechnung, und sie stimmte. Sie wandte sich um und begann, das Feuer zu schüren. Hänsel trat an ihr vorbei. Der Vater stand im Hintergrund. Als er die Kinder sah, etwas in ihm löste sich auf, kurz und vollständig, wie Eis, das von innen bricht. Er trat vor, legte die Hand auf Hänsels Schulter. Einen Moment. Dann zog er sie zurück. Er wandte sich ab. Gretel sah das, Hänsel nicht. Hänsel war bereits beim Tisch, die Steine noch in den Taschen, das Gesicht lebendig mit dem Beweis, dass er recht gehabt hatte. Die Steine hatten gehalten. Das stand in jedem Zug seines Gesichts, obwohl er nichts sagte. Gretel trat ein und blieb mit dem Rücken zur Tür stehen, bis die Tür wieder geschlossen war. Bis das Haus wieder das Haus war, ärmlich und eng und da. Sie lehnte die Schultern an das Holz der Tür und schaute den Vater an, der sich schon wieder abgewandt hatte, und ließ es sein. Die Tür war abgeschlossen. Hänsel hatte es am Abend zuvor überprüft, leicht, ohne Aufsehen, auf dem Weg zurück ins Bett. Nur nachgeschaut. Der Riegel saß. Er überprüfte ihn nicht ein zweites Mal. Er wusste, was das bedeutete, und er ließ das Wissen in eine Ecke, wo es keine Handlungsmacht hatte. Am nächsten Morgen derselbe Befehl. Dieselbe Stimme durch dieselbe Wand. Diesmal kein Mondlicht, das früh genug kam. Diesmal kein Weg zur Haustür. Hänsel hatte nur das übrig, was er am Abend davor gespart hatte. Einen Brotbrocken, bröckelig und klein. Krümel sind nicht dasselbe wie Steine. Das wusste er. Er sagte Gretel nichts davon. Sie gingen. Die Stiefmutter voran, der Vater daneben, die Kinder dahinter, tiefer diesmal, weiter als beim ersten Mal, in einen Teil des Waldes,
den die Bäume anders hielten. Älter hier, die Wurzeln, die über den Weg krochen, das Licht, das kaum noch durch die Kronen kam. Hänsel streute. Alle paar Schritte ein Krümel, weiß auf dem dunklen Waldboden, und er sah sie liegen und glaubte ihnen, weil er nichts anderes hatte als den Glauben. Als der Mond kam, waren sie weg. Nicht einer mehr. Er kniete auf dem Boden. Die Erde war sauber, so sauber wie Erde ist, wenn sie genommen hat, was sie wollte. Kein Zeichen, kein Rest. Die Vögel hatten sie alle geholt, jeden einzelnen, leise und ohne Rücksicht auf das, was die Krümel bedeutet hatten. Seine Hände lagen flach auf dem Waldboden. Er wartete, ob sich noch etwas fand. Es fand sich nichts. Gretel kniete sich neben ihn, sagte nichts. Sie suchten den Rest der Nacht, den ersten Tag, bis die Sohlen brannten und die Augen trocken wurden. Der zweite Tag, Beeren. Nicht genug. Die Art nicht genug, die aufhört, Hunger zu sein. Und ein anderer Zustand wird dumpfer, flacher. Einer, der die Gedanken langsamer macht und die Beine schwerer. Am dritten Morgen hatte die Erschöpfung eine Schwelle überschritten, die keine Worte mehr hatte. Gretel teilte ihr Brot mit Hänsel, ihr Stück, das einzige, das noch da war. Sie brach es wortlos entzwei, gab ihm die größere Hälfte. Er nahm sie, ohne zu sprechen, ohne ihr ins Gesicht zu schauen, weil er wusste, was das bedeutete, dass sie sein Brot schon mitgezählt hatte, schon damals, als er die Krümel aufgestreut hatte, und dass sie das getan hatte, ohne ein Wort darüber. An einem Nachmittag, der genauso aussah wie alle anderen Nachmittage in diesem Wald, setzte Hänsel sich auf einen Stein. Nur kurz. Aber er setzte sich. Die Schultern, die er immer hochgehalten hatte, sie sanken. Einen Herzschlag lang, ohne Zuschauer, außer Gretel, die 2 Schritte dahinter stand. Hänsels Hände suchten etwas Greifbares, einen Stein, einen Ast, irgendetwas Solides, und fanden nichts, nur Erde. Gretel legte ihre Hand auf seine, kein Wort, kein Trost, nur das Gewicht ihrer Hand auf seiner, eine Tatsache, die keine Erklärung brauchte. Sie hielt sie dort, bis er aufstand. Wir werden den Weg schon finden. Er sagte es. Das schon klang diesmal anders, nicht als Versprechen, nur als Echo eines Satzes, den er so oft gesagt hatte, dass er ihn noch sagen konnte, wenn gar nichts sonst mehr blieb. Gretel antwortete nicht. Sie standen auf und gingen weiter, weil Aufhören keine Möglichkeit war. Am dritten Morgen war der Körper die einzige Sprache, die noch funktionierte. Nicht mehr der Hunger. Der war hinter eine Schwelle getreten, jenseits derer er aufgehört hatte, Hunger zu sein, und ein anderer Zustand geworden war, eine Taubheit, die die Welt einebnete, alle Farben flacher machte, alle Abstände größer. Jeder Schritt ein Verhandeln, jeder Atemzug eine Entscheidung. Hänsel schritt voran, Gretel folgte. Ein Vogel sang. Er saß auf einem Ast, der über den Weg ragte, und er sang mit einer Stimme, die durch den Wald schnitt wie das erste Licht am Morgen. Klar, eine einzige Linie ohne Wiederholung. Klein und weiß das Tier, fast zu weiß für diesen Wald, fast zu weiß, um wirklich zu sein. Er flog. Gretel folgte, bevor ein Gedanke fertig war. Der Weg wurde schmaler, dann war er kein Weg mehr. Dann waren nur noch Bäume. Und dann öffnete sich das Unterholz und da stand das Haus. Es stand dort, als wäre es immer dort gestanden und als würde es das immer so stehen. Kein Fundament, das man erklären konnte. Kein Weg, der dorthin führte. Einfach da. Aus Brot gebaut, die Wände aus Kuchen, die Fenster aus hellem Zucker, der im Licht des Waldes fast leuchtete. Gretel blieb stehen. Der Geruch traf sie gleichzeitig von allen Seiten. Zimt, warm und süßlich, darunter frisches Brot, das noch im Ofen sitzt, darunter noch etwas, das kein Geruch war, sondern ein Versprechen, die Art, die man schon vergessen hatte zu kennen.
Das Wasser im Mund kam ohne Erlaubnis. Hänsel brach ein Stück vom Dach. Sie mussten. Das war die einzige Wahrheit, die noch galt. Der 3. Tag, die leeren Hände, die Taubheit hinter allem. Sie aßen und sagten nichts, weil nichts zu sagen war. Und der Zucker schmolz auf der Zunge wie ein Versprechen von einem Ort, an dem Hunger nicht vorkommt. Eine Stimme, fein und dünn, aus dem Innern. Knupper, knupper, kneischen, wer knuppert an meinem Häuschen? Hänsel antwortete zuerst, dann Gretel. Die Wörter kamen ohne Überlegung, weil der Hunger keine Zeit für Überlegung ließ und weil die Stimme freundlich klang und weil der Zucker noch auf der Zunge war. Die Tür öffnete sich. Eine alte Frau. Tief gebückt, den Körper zum Boden gezogen, aber schnell. Das schrieb sich als erstes in Gretel ein. Schnell und zielgenau, die Energie eines Wesens, das keine Bewegung an etwas Überflüssiges verschwendet. Rote Augen, von der Art rot, das kommt, wenn man jahrelang durch Rauch und Feuer geschaut hat. Und das Lächeln, vollständig, perfekt, einen Beat zu spät. Ei, ihr lieben Kinder, kommt nur herein. Gretel blieb einen Herzschlag lang stehen. Ein Ziehen, ganz tief, an einem Ort, den sie nicht hätte benennen können. Die Augen, die der Form nach sahen, nicht dem Menschen dahinter. Die Bewegungen, die schnell waren, aber niemals verspielt. Der weiße Vogel, der verschwunden war, als sie aufschaute. Dann der Hunger. Der 3. Tag. Hänsels Hand, die zog. Sie trat ein. In der Nacht wurde die Freundlichkeit abgelegt wie ein Mantel. Gretel wachte davon auf. Kein Laut, kein Ruck, nur das Aufhören von etwas, das sie eingeschläfert hatte. Die Hexe stand im Zimmer und sie stand anders als am Abend zuvor. Gerade, schnell, mit der Energie einer Frau, die endlich nicht mehr spielt. Hänsel zuerst, der Stall, der Riegel, die Routine einer Handlung, die so oft wiederholt worden war, dass sie aufgehört hatte, eine Entscheidung zu sein. Das war es, was Gretel einfror. Keine Wut in der Hexe, kein Hunger, nur die Effizienz von etwas Vertrautem. Dann zu Gretel. Du arbeitest, fang mit dem Wasser an. Kein Name, kein Blick beim Sprechen, nur der nächste Schritt, hingestellt wie ein Gegenstand auf dem Tisch. Gretel arbeitete. Wasser tragen, kochen für Hänsel, gutes Essen, schweres Essen, mehr als sie selbst je bekam. Schrubben, kehren, knien auf dem harten Boden. Der Körper tat es, weil er es kannte, und der Kopf ließ ihn. Und irgendwann, mitten in all dem, begann sie zu zählen. Nicht mit Absicht, so wie man aufhört zu schlafen und erst hinterher merkt, dass man wach ist. Die Schritte der Hexe zur Stalltür, 11. Vom Herd zum Ofen, 4. Vom Fenster zur Truhe in der Ecke, 7. Wie oft sie den Ofen öffnete und hineinsah, 3-mal täglich, immer um dieselbe Zeit, den Arm zurückwerfen, die Eisentür mit dem Ellbogen aufdrücken, den Kopf in die Öffnung strecken, lange genug, um die Hitze auf dem Gesicht zu tragen. 3-mal täglich, immer dieselbe Bewegung, immer derselbe Kopf, der sich hineinstreckte. Gretel schrieb das in sich ein, an einem Ort, den sie nicht benannte. Einmal beim Tragen des Eimers am hinteren Ende des Hauses vorbei, fiel ein Lichtstreifen durch einen Spalt im Holz. Dahinter eine kleine Tür. Dahinter, sie sah es nur einen Moment lang, ein Regal. Auf dem Regal in einer Reihe Schuhe. Klein, kleiner als ihre eigenen. Verschiedene Größen, die größten an einem Ende, die kleinsten am anderen. Nebeneinander gestellt mit der Sorgfalt von jemandem, der aufgehört hat, damit fertig zu sein. Sie öffnete die Tür nicht. Sie ließ den Blick weitergleiten, als wäre da nichts gewesen, und trug den Eimer weiter, und die Schuhe blieben, wo sie waren, und Gretel behielt, was sie gesehen hatte, an dem Ort, wo sie alles andere behielt. Abends, wenn die Hexe schlief, flüsterte Hänsel manchmal ihren Namen durch das Holz des Stalls.
Gretel saß auf dem Boden davor, die Schulter an die Planken gelehnt und ließ seinen Atem durch das Holz kommen. So nah. Sie antwortete nicht. Die Hexe schlief leicht, aber sie ließ ihre Hand auf dem Holz liegen, bis die Kälte des Bodens sie zurückrief. 4 Wochen hatten die Stille des Stalls in sich aufgesogen. Gretel kochte, trug, kniete. Täglich der Gang zur Stalltür, täglich die ausgestreckte Hand der Hexe und täglich Hänsel, der einen Knochen hinausstreckte, einen Hühnerknochen, trocken und dünn, den die Hexe betastete und wieder absetzte. Noch nicht fett genug. Jedes Mal, wenn sie das sagte, wandte sie sich ab und öffnete den Ofen. 3-mal täglich. Immer derselbe Arm, der zurückwarf. Immer dieselbe Tür. Immer derselbe Kopf, der sich hineinstreckte. Die roten Augen, die in die Glut sahen, weit und tief. Wie jemand, der in etwas schaut, das er kennt und noch einmal kennen will. Gretel zählte mit. Die Hexe war blind auf einem Auge und schwach auf dem anderen. Das hatte sie 3-mal abgezählt. Die Hexe, die an ihr vorbeischaute. 2-mal, dass sie Dinge nicht sah, die direkt vor ihr lagen. Sie war nicht dumm, aber ihre Augen gaben nur noch das zurück, was direkt vor ihrer Hand war. Im Käfig wartete Hänsel. Er streckte täglich den Knochen hinaus, und Gretel sah das durch den Spalt. Und sie sah seine Hand dabei, ruhig und gleichmäßig, die Hand eines Jungen, der gelernt hat, dass man nichts tun kann, außer das Nächste zu tun. Er tippte mit dem Knochen regelmäßig gegen das Holzgitter. Immer dasselbe Muster, wie ein Pendel. Das Einzige, was er kontrollieren konnte. Der Winter drehte sich, kälter, dann flacher, dann wieder kälter. Das Haus blieb, was es war. Dann, an einem Morgen, der genauso aussah wie alle anderen: Heda, Gretel, sei flink, trag Wasser. Morgen will ich Hänsel schlachten und kochen. Sie sagte es, wie man eine Aufgabe nennt, die schon lange auf der Liste steht. Sachlich, ohne Empfindung. Gretel stand am Brunnen. Der Eimer in ihren Händen, der Griff kalt und fest unter den Fingern, die Knöchel weiß vom Halten. Der Mond stand hoch und sein Bild lag unten im Wasser, ein kleines weißes Auge, das hochschaute. Ihr Gesicht darin, das Gesicht einer Person, die sie kaum kannte. Lieber Gott, hilf uns doch. Ein einziges Mal. Kein Gebet, nur ein Satz, der aus ihr herausfiel, klein und vollständig, wie etwas, das keinen anderen Weg mehr hatte. Dann hörte sie auf. Die Bewegung, mit der sie das Gesicht am Ärmel abwischte, war kurz und endgültig. Die Bewegung von jemandem, der fertig ist mit dem, was er sich erlaubt hat. Sie zählte. 11 Schritte zur Stalltür, 4 vom Herd zum Ofen. 3-mal täglich, immer derselbe Arm, immer derselbe Kopf, der sich hineinstreckte. Die Knöchel an den Händen, die den Griff hielten. Weiß. Noch eine Nacht. Der Morgen kam. Die Hexe weckte sie früh, früher als sonst, mit einem Tritt gegen das Lager. Auf! Feuer anmachen, Wasser aufsetzen, Kessel aufhängen. Gretels Hände bewegten sich, weil sie es wussten, weil sie es gezählt hatten. Erst wollen wir backen, der Ofen ist schon eingeheizt. Die Hitze der Eisentür war auf der Haut zu spüren. Ein trockenes, schweres Strahlen, das das Gesicht anspannte. Gretel stand davor und ließ die Wärme auf der Haut sein und zählte nicht, weil es nichts mehr zu zählen gab. Die Hexe stand daneben. Schnell, zielgenau, die Energie eines Wesens, das keinen Schritt an etwas Überflüssiges gibt. Kriech hinein und schau, ob er schon recht eingeheizt ist. Gretel blieb stehen. Der Ofen, die Tür, der Kopf, der sich hineinbeugte. 3-mal täglich, 4 Wochen lang, jeden Winkel dieser Bewegung. Sie atmete ein. Einmal, tief durch die Nase. Ich weiß nicht, wie ich's machen soll. Wie komme ich hinein? Die Hexe verlor die Geduld.
kurz und scharf im Atem. »Dumme Gans, die Öffnung ist groß genug. Schau her, ich selbst könnte hinein.« Sie bückte sich, den Kopf voraus, die Hände auf dem Eisenrahmen, der Körper, der sich hineinstreckte, wie er es 1000-mal getan hatte, wie er es kannte, die Augen in der Glut. Gretel stieß, kein Anlauf, kein Zögern. Die Hände flach auf dem Rücken der Hexe, ein einziger gezielter Schub. Die Hexe fiel hinein, die Eisentür, Gretel schloss sie, der Riegel, fest, vollständig. Das Heulen begann, Gretel stand da, dann ließ sie die Hand von der Eisentür sinken, drehte sich um. Der Schlüssel zum Stall hing an dem Nagel neben dem Herd, wo er immer hing. 11 Schritte. Gretels Füße liefen sie, ohne zu zählen. »Hänsel, wir sind erlöst.« Die Stalltür öffnete sich. Hänsel kam heraus. Nicht heraus, sondern herausgesprungen, wie ein Vogel aus einem Käfig, der sich plötzlich öffnet. Der ganze Körper daran beteiligt, Arme und Beine und Schultern, die endlich wieder Raum hatten. Er landete auf dem Boden des Hauses und blieb stehen. Einen Herzschlag lang. Er schaute sie an. Nicht den Blick, mit dem er sie die ganzen Jahre angeschaut hatte. Nicht der Blick des Älteren, der prüft, ob alles in Ordnung ist. Etwas anderes. Als würde er sie zum ersten Mal sehen, obwohl er sie sein ganzes Leben kannte. Als hätte die Zeit im Käfig, die Wochen des Wartens, ihm die Augen für etwas geöffnet, das immer da gewesen war, das er nur nie richtig geschaut hatte. Gretel ließ ihn schauen. Dann: »Jetzt wollen wir fort.« Das Haus war voll von Kisten, Perlen, Edelsteine, alles, was die Hexe in einem langen Leben angehäuft hatte. Sie füllten die Taschen und Gretel nahm ihr Schürzchen und knotete es voll, schwer und glänzend. Dann standen sie an der Tür. Sie gingen zuerst, dann schneller. Dann liefen sie doch, weil der Wald vor ihnen lag und dahinter das Heulen aufgehört hatte und weil das Aufhören des Heulens lauter war als alles, was vorher gewesen war. Der Wald, der sie 3 Tage gefangen hatte, ließ sie jetzt durch. Nicht führte, nicht rettete. Wich zurück, Baum für Baum, Schatten für Schatten. Und das war alles, was er tat. Das Licht zwischen den Stämmen wurde mehr und die Bäume wurden kleiner, die Art kleiner, die kommt, wenn man sich wieder in der Welt befindet, die man kennt. Dann das Wasser, breit und still, ohne Brücke. Keine Furt, kein Steg, kein flaches Stück, nur der Fluss, der ruhig und gleichgültig dalag und nicht auf sie gewartet hatte und keine Ausnahme machte. Eine Ente. Weiß, ruhig, auf dem Wasser, als wäre sie nichts anderes, als was sie war. Und doch da, an genau dieser Stelle, zu genau dieser Zeit. »Entchen, Entchen«, da steht Hänsel und Gretel, kein Steg und keine Brücke. Nimm uns auf deinen weißen Rücken. Die Ente schwamm heran. Gretel ließ Hänsel zuerst gehen. Das Tier trug ihn ohne Hast und auf der anderen Seite wartete er und schaute zurück. Als die Ente zurückkam, zögerte Gretel. Zu zweit ist es zu schwer für sie. Sie überquerte allein. Letzte. Kein Wort darüber, keine Geste. Einfach die letzte, damit die Ente nicht zu viel trug, damit niemand sank. Auf der anderen Seite, der Wald wurde vertrauter, mit jedem Schritt. Hänsels Schritt wurde schneller, Gretels auch. Dann laufen, ohne dass einer von ihnen das entschieden hatte. Die Bäume, die zurückwichen, der Weg, der aus dem Wald herausführte, und dahinter das Haus, ärmlich und klein, und da Rauch aus dem Schornstein, Licht im Fenster, der Hof, der sie kannte. Der Vater öffnete die Tür, bevor sie anklopften. Er sah sie, und das, was in ihm auseinanderbrach, hatte keinen Namen und brauchte keinen. Er trat vom Eingang zurück und dann nach vorne, zu ihnen, und seine Arme gingen um beide gleichzeitig, und er sagte nichts. Kein Wort, kein Satz, kein Ausruf. Nur das Halten.
fest und vollständig, von einem Mann, der sie jeden Tag seit ihrem Fortgehen in dem einzigen gehalten hatte, was ihm geblieben war. Die Mutter ist gestorben. Er sagte es irgendwann, leise, ohne Erklärung. Die Stiefmutter. Gestorben, während sie weg waren, wie eine Rechnung, die sich selbst abgeschlossen hatte. Niemand fragte, warum. Die Abwesenheit ihrer Stimme war nicht Trauer, nur Stille, die sich in den Raum setzte, wo vorher die Stimme gewesen war. Gretel kniete auf dem Boden. Sie öffnete ihr Schürzchen. Die Steine fielen heraus, Perlen, Rubine, Smaragde, ein Glänzen, das dieser Stube fremd war und ihr jetzt trotzdem gehörte. Sie rollten über das schlechte Holz des Bodens, blieben liegen, glänzten. Hänsel kniete neben ihr und legte Handvoll für Handvoll dazu, sorgfältig, als würde er etwas einordnen, das einen Platz verdient. Der Vater kniete auch, nicht um die Steine anzufassen, nur um bei ihnen zu sein, auf dem Boden, in der Höhe seiner Kinder. Gretel setzte sich auf die Fersen, ihre Hände im Schoß, endlich leer. Die schwielig rauen Hände, die Wasser getragen und Brot gerührt und Eisen gehalten hatten. Jetzt flach auf den Oberschenkeln, still. Sie betrachtete sie, lange, wie man etwas betrachtet, das man lange nicht gesehen hat. Das Licht durch das Fenster fiel schräg auf den Boden, auf die Steine, die es auffingen und zurückwarfen. Überall hin, auf die Wände, die Decke, auf Hänsels Gesicht und das Gesicht des Vaters und auf ihre eigenen Hände. Hänsel hob den Blick. Er schaute sie an. Denselben Blick wie im Haus der Hexe, als er aus dem Stall gesprungen war. Dieser Blick, der nicht prüfte, nicht schützte, nur sah, vollständig und ohne Kommentar. Gretel ließ ihn. Draußen war es Abend. Das Licht wurde weicher und die Steine auf dem Boden blieben, schwer und echt, etwas aus der Welt der Hexe, das jetzt hier war und blieb. Der Raum war heller, als er je gewesen war, und der Geruch des Hauses derselbe wie immer. Rauch, altes Holz, die Enge der bekannten Wände, da waren sie. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, dann bist du genau richtig hier. Regelmäßig erwacht ein neues Märchen zum Leben. Neue Stimmen, neue Welten. Abonniere diesen Kanal, damit du keines davon verpasst. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Geschichte gefallen hätte, teil sie mit ihm. Manche Geschichten sind zu schön, um sie alleine zu hören,